Dieses Badge, was du hier trägst, verpflichtet und ist auch manchmal nicht ganz so leicht zu tragen. Also der Rucksack ist schon auch manchmal sehr schwer, weil eben viel, viel mehr von dir abverlangt wird. Weil du hier hinkommst und die Erwartungshaltung ist, dass du hier 1000% jeden Tag gibst und dass du gewinnst. Morgen. Geht's gut? Ja, Ja, selber? Ich glaube, es ist Bayern. Ja, Ja, genau. Ich fühle mich privilegiert, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte und dass ich das hier als Spielerin beim FC Bayern, aber jetzt auch in meiner Funktion als Direktorin Frauenfußball so auch jeden Tag leben darf. Es ist auf jeden Fall mit Stolz verbunden. Ich bin aber auch sehr dankbar. Große Dankbarkeit dem Verein gegenüber, dass sie den Glauben auch haben. Und nicht nur in meine Person, weil nach mir wird wieder jemand kommen, sondern eben viel mehr den Glauben daran haben, den Frauenfußball beim FC Bayern München zu entwickeln und an diesen Weg zu glauben, dass wir hier sehr, sehr groß werden können. So the pressure is on. And the stakes could not be any higher to reach the final in the beautiful city of Lisbon, which will be hosting the Women's Champions League final showpiece already for the second time. Bayern Munich, so we know the last time. You play against Barcelona? No, Lyon. Lyon and then Sorry. Hi. Yeah, hi, nice to meet you. I'm the main contact. Oh, okay. Yeah. What do you think? All the teams have the same goals, right? But for us now, it's important to play the quarterfinals. We want to go far. So we will see We will one see. hour. Yeah, yeah, it will come quite soon, probably 6 weeks. Yeah, it's getting fast. Yeah, cool. Good. Hi, thank you. Dieses Badge, was du hier trägst, verpflichtet und ist auch manchmal nicht ganz so leicht zu tragen. Also der Rucksack ist schon auch manchmal sehr schwer, weil eben viel, viel mehr von dir abverlangt wird. Weil du hier hinkommst und die Erwartungshaltung ist, dass du hier 1000% jeden Tag gibst und dass du gewinnst. And how is Bayern? Yeah, every day the same, you know, not the same, but it's always, how do you say? Sometimes exhausting when it comes to injuries again. Sometimes I sit there, I'm like, why exactly? Always happened to us. Why? I can't really. I don't know what it is, to be honest. I don't know. It's especially, you know, in this time of the year, we never have the team we plan on. Oui, merci. Oui, et puis on se tient au courant. Da hat sicherlich Obi auch, so wie ich sie auch jetzt gesehen habe in den Monaten, Phasen gehabt, wo sie durchaus einen Struggle hatte. Ab und zu denke ich schon wieder zurück, denke immer so, boah, was ein scheiß Einstieg eigentlich. Aber irgendwie im Nachhinein, wenn ich jetzt so zurückschaue, hat mir das schon extrem viel gegeben, auch persönlich, privat. Deswegen würde ich gar nicht so viel meckern jetzt über die Situation. Ich freue mich einfach, wenn ich jetzt bald mein erstes Spiel mal vielleicht machen darf. Ich meine, es ist eine junge Spielerin, die plötzlich vor so einer, wer bin ich eigentlich, vor so einer Frage steht. Immer mit dem Fußball auch identifiziert. Jetzt bist du plötzlich so schwer verletzt und bist eigentlich gar nicht mehr da, wo du hingehörst oder wo du sein möchtest. Das sind halt so Phasen, da gehen die Spielerinnen durch. Und jetzt merkt man, wie jetzt die Freude auch wieder zurückkehrt. Ich habe vor ein paar Tagen Kathi und Obi auch unten im Kraftraum gesehen. Und habe gesagt, so, die Uhr tickt jetzt. Jetzt ist bald, jetzt könnt ihr die Fußballschuhe bald wieder anziehen. Jetzt seid ihr bald wieder zurück. Sie scharren jetzt schon auch mit den Hufen. Ne?
Okay, 90%, Lena. 40. Und 2, 1 und komm. Stark. Und gut. 40. Pause. So, mit 40 Kontakten, dann 77. Also natürlich hätte ich sie jetzt dann nicht wirklich in der Reha erwartet, muss man schon auch so sagen. Ich glaube, wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Es hat sich gar nicht so angefühlt, als wäre sie neu. Deswegen ist es mega entspannt und ja, ich glaube, da hat sich ja Freundschaft entwickelt. Und Du glaubst? Ja, ich glaube, ich kann für mich sprechen, für mich hat sich eine Freundschaft entwickelt, ich weiß nicht, wie es für die ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass es auch gut ist, so diese ganzen Sachen, was wir gerade machen, irgendwie gemeinsam zu machen. Weil man irgendwie ja, gleich leidet, würde ich mal sagen. Oh ja, super Ball. Hey, klasse, Kathi. Wie ist beim Stemmschritt? Also, wunderbar. Es macht mega Bock gerade. Also wir sind sehr viel am Platz, sind auch immer noch sehr viel im Gym nach wie vor. Aber ja, diese Platzeinheiten haben uns schon sehr, sehr viel Kraft gegeben und macht mega Spaß. Und ja, jetzt rauben sie uns gerade Kraft. Ja. Nee, aber ich glaube, es schaut sehr, sehr gut bei uns beide aus. Und wir sind einfach happy, dass wir am Platz sein können und freuen uns dann einfach, wenn wir endlich wieder zum Team stoßen können. Jawohl. Und wieder. Und komm, Lea. Und lass tropfen und Kegel ab. Jawohl. Blick ist da. Und Tempo nach innen. Oh ja, geiles Ding. Ja! Mit dem kann man es lassen. Immer rein in die Kugel. Wenn du als neue Spielerin kommst und das Umfeld nicht gewohnt bist, diese Größe, als ich damals 2016 hergekommen bin und keine 10 Jahre später, wo wir heute sind, das muss man sich vor Augen halten. Und nicht, ob ich heute oder morgen, natürlich, wir wollen alle gewinnen, wir wollen alle Trophäen gewinnen und wir wollen erfolgreich sein. Aber es ist doch viel spannender zu sehen, wie sich die Dinge auch entwickeln und wie wir uns gemeinsam entwickeln. Und jeder Einzelne, ich entwickle mich jeden Tag. Spüre ich den Druck? Natürlich spürt man den. Ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Wir werden das so gut machen. Ich bin so überzeugt. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wo wir einfach so viel besser sind als die. Okay? Auf geht's. Make sure they will feel it from the start. But I know they do. They are feeling also these butterflies in the stomach in that dressing room. They speak. First, this is our home. And they need to feel it. Es sind immer enge Spiele und es geht immer eng zu und es ist auch ja, mit sehr viel Emotion verbunden, auch so von der Seitenlinie. Hey! Seid ihr verrückt? Das ist doch ein Witz, ist das! Haben wir mit Nico auch einen Trainer, doch der auch sehr emotional ist. Ja, also ist jetzt nicht zwingend ein Lieblingsgegner, würde ich sagen. Direkt! Zurück, Mädels! Komm, hey, zurück! Komm! Mädels, weiter, komm! Hey! Und komm! Fängt hier an! Fängt hier an! Deshalb lieben wir den Fußball ja auch, weil er doch so schön emotional sein kann. Und das hat man gegen Frankfurt eben gesehen, dass wir nicht aufgegeben haben und aufgesteckt haben, sondern da echt weiter dran geglaubt haben. Hey, komm Mädels, der Ball muss vorne rein! Komm!
uns aber auch an. Aber ist so in der gesamten Saison, merkt man, wir sind weiter gewachsen. Wer hat das Tor gemacht? Was, Jovi? Ich erinnere mich an die letzten Minuten in der zweiten Halbzeit, wo eben das 1-0 für Frankfurt stand und Jovi dann dieses Tor macht und wir da alle ausgerastet sind, weil es so emotional war, aber auch unglaublich schön. 15 crazy. 15 more, Magda. Just go hard. Oh, mach. Ich würde am liebsten mal im Büro gehen und mich auf meinen Bürostuhl setzen und wieder zurück. Also 15 Minuten. Hamid ist immer so immer so mein Buddy auf der Bank und wir uns immer gegenseitig anstacheln und irgendwie Nervosität hin und her schicken. Das sind so Momente, die misst man ja auch nicht. Und dann, klar, die Verlängerung nochmal und dass wir dann als Sieger vom Platz gehen, nach so einem engen Spiel auch. Das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. What a game. Das ist ja auch das Schöne, dass du von außen drauf schaust und weißt, okay, die Männermannschaft ist erfolgreich, aber die Frauenmannschaft auch. Ich glaube, das macht den Verein aus, dass es wirklich ein Wir ist und nicht, okay, die Männermannschaft ist da und die Frauenmannschaft ist da. Bayern steht dafür Erfolg. Ja. Man will ja dorthin kommen, um noch mehr Meisterschaften zu holen, Pokalsieg zu holen, in der Champions League mal noch weiter zu kommen. Ich glaube, das ist ja noch in Zukunft so einfach das Ziel. Und ich glaube, diese Ziele, was man sich steckt, die, was wir uns beim FC Bayern stecken, sind einfach hoch und damit kommt da ein gewisser Druck, aber Druck muss nicht immer negativ sein. Und ich glaube, das ist auch vielen bei uns bewusst. Weißt du noch, letzte Woche, wo wir nur 1-2 hatten und es nicht geschafft haben in der Zeit? Ja. Jede Woche ist das Warte. Hatte ich heute was gesagt? Die nächste Woche prima auf dem Platz. Und dann. Wenn ich mir eben so das anschaue, diese Spielerin im Sommer wieder zurück im Kader zu haben, das ist einfach eine unglaublich hohe Qualität. Aber noch viel mehr freue ich mich eben für die Spielerinnen und für den Menschen, dass sie halt auch wieder den Rasen schnuppern und eben die Emotionen mitnehmen können, gemeinsam mit dem Team und nicht nur für sich alleine, von Tag zu Tag wieder einen Schritt mehr zu machen, wieder einen Schritt mehr zu machen. Und das ist ja das, was du als Spielerin ja auch vermisst in gewisser Weise. Ja, also ich kann jetzt von meinem Sommer irgendwie sprechen und ich fand schon, dass es irgendwie einen gewissen Vibe hat, wenn man hier irgendwie auch in den Campus kommt und generell auch diese Bayern-Klamotten trägt. Das ist schon ein anderes Gefühl als sonst in anderen Vereinen, das muss man schon sagen. Der ganze Verein ist einfach weltweit bekannt und sobald du sagst, okay, ich bin bei Bayern, dann ist jeder, boah, cool, wie ist das, wie fühlt sich das an? Und ich glaube, das merkt man schon. Aber es ist eher, finde ich, ein schönes Gefühl und irgendwie bin ich sehr dankbar, dass ich bei so einem Club spielen darf. Just want to introduce 2 new players. Klar, dieser März ist entscheidend. Tut halt brutal weh, dass man irgendwie auf dem Platz nicht helfen kann. Ich glaube, wir können da selbstbewusst reingehen mit den Leistungen, was wir gezeigt haben. Und da machen wir eigentlich keine Sorgen. Doggo, tschüss. Passt auf euch auf.